PET-Recycling leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Aber wie entstehen die nachhaltigen Regranulate für neue PET-Flaschen? Leere Flaschen sind in unserer PET-Recycling-Anlage keine zu sehen. Der PET-Recycling-Prozess hier am Standort Liebenau beginnt eigentlich sagen wir mal, mit der Flake-Anlieferung an sich. Das heißt, es erreichen uns LKWs mit ca. 20 Tonnen bereits heiß gewaschen, gereinigten, geschredderten Flakes. Ob diese auch die benötigte Qualität haben, prüft die Qualitätskontrolle. Gibt das Team grünes Licht, startet der vollautomatisierte Verarbeitungsprozess. In der modernen Anlage werden die Flakes zunächst homogenisiert und anschließend mit Hilfe der Nahinfrarottechnologie sortiert. Das heißt, die Chargen, die wir da erhalten, erfahren im weiteren Schritt eine weitere Flake-Sortierung. Ich nenne das immer, das ist noch mal so ein bisschen vor unserem eigentlichen Recyclingprozess noch mal die Polizei, die, sagen wir mal, bis zu 1% Störstoffe aus dem Stoff rausfiltert. Und so sichern wir die Qualität für den Rohstoff neuer Flaschen. Nachdem das aufbereitete Material in Puffersilos gefüllt wurde, beginnt der entscheidende Extrusionsprozess. Das Besondere: Dieser Prozess läuft unter Vakuum und mit Zusatz von Stickstoff, sodass die restliche Feuchtigkeit entweichen kann. Hier wird das Flake quasi urgeformt, aus einem Flake wieder ein definiertes Airpad-Granulat gemacht. Das geschieht unter ca. 280 bis 300 Grad Celsius. Anschließend wird dickflüssige sowie heiße Masse durch eine Lochplatte gedrückt. Ein Granulator schneidet die austretenden Kunststofffäden sekundenschnell in viele kleine Stücke. Um das Regranulat fit für den Kontakt mit Lebensmitteln zu machen, wird es in Silos gepumpt und für 8 bis 12 Stunden gelagert. Der zugesetzte Stickstoff sorgt dafür, dass sich das Material nicht verfärbt. Eine abschließende Qualitätskontrolle sichert die Lebensmitteltauglichkeit unseres rPET-Granulates. Mit dem hochwertigen Recyclingprodukt können Hersteller wieder Flaschenrohlinge produzieren, die sich zu neuen PET-Flaschen aufblasen lassen. Frisch befüllt gelangen sie zurück in den Einzelhandel und schließlich zu uns nach Hause. Mit der Pfandrückgabe beginnt der geschlossene Bottle-to-Bottle-Kreislauf von vorn und leistet so einen wichtigen Beitrag zu einer Welt ohne Abfall.